Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Call of Duty Vanguard Video. Die erste Beta-Phase ist ja abgeschlossen. Ja, dieses Wochenende bzw. vergangene Wochenende hat das Ganze stattgefunden für Vorbesteller. Ich hoffe, es haben nicht zu viele vorbestellt. Genau darüber reden wir heute. Ja, und über alle anderen Themen bzw. die 10 Dinge, die mir besonders aufgefallen sind, die in dieser Beta so überhaupt nicht funktioniert haben und die dringend noch gefixt werden sollten. Ja, auch mein Fazit zum Thema Kaufempfehlung erfahrt ihr am Ende des Videos und deswegen würde ich sagen, legen wir instant los mit dem ersten Punkt. Nummer 1, für mich definitiv Netcode, Hitmarker, Verhalten. Wie oft ist das passiert, dass du irgendwo hinschießt und die Schüsse connecten nicht oder der Gegner ist schon wieder ganz woanders gefühlt oder du wirst 8 Meter gefühlt hinter der Hauswand hergeholt. Hängt auch ein bisschen mit dem Thema Ping zusammenwerfen zusammen. Da kommen wir im späteren Punkt, Thema SBMM, müssen wir natürlich auch hier wieder besprechen, noch darauf zu sprechen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was tierisch nervt, wenn einfach ein System darüber entscheidet, ob du den Gunfight gewinnst und nicht du selber, weil du besser geaimt hast oder whatever. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was sich durchgezogen hat durch die ganze Beta, immer mal wieder random. Also da war man sich absolut nicht sicher, warum ist man jetzt hier schon wieder gestorben, warum da, dann schaut man sich das Replay an und dann bleiben keine oder nicht mehr viele Fragen offen. Zweiter wichtiger Punkt auf meiner Liste auf jeden Fall, Radar muss man als Perk ausstatten. Das heißt, wenn ihr Gegner, die ohne Schalldämpfer auf der Map schießen, also ganz normal, was bei COD immer normal war, sehen wollt, dann müsst ihr dazu jetzt einen Perkplatz verschwenden, in Anführungszeichen. Also warum muss man etwas, was ewig funktioniert hat, jetzt auf einen Perk schieben, dass man ja was anderes nicht zusätzlich mitnehmen kann? Finde ich auf jeden Fall schwierig, auch in Summe auch einfach verbunden mit der niedrigen TTK. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass die TTK für ein Call of Duty eher hoch ist. Sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht so, außer man hat irgendwie Panzerplatten ausgerüstet, beziehungsweise keine Spezialmunition ausgerüstet. Aber jede Waffe kann mit Feuermunition, also zusätzlichen Brandschaden zum Beispiel, ausgestattet werden. Und wenn ihr nicht gerade mit Panzerplatten durch die Gegend lauft, plus ihr seht die Gegner nicht, weil auf dem Radar nichts angezeigt wird, dann ist es auf jeden Fall, ja, gerade in Bezug auf die TTK sehr, sehr schwierig und ja, das ist auch das ist wieder ein Riesenthema. Mein Punkt 4 ist das Thema Movement und Campen und ihr merkt es ja schon, ja, wenn ihr auf dem Radar nicht sichtbar seid, wenn ihr nicht gefunden werden könnt, ja, wenn die Gegner eine Konterdrohne raushauen, die ihr auch kaum vom Himmel holen könnt. Was passiert? Es wird gecampt wie Bolle. Ja? Gewehr am Anschlag. Es gibt jetzt wieder diese Funktionalität, dass ihr das Gewehr aufstützen könnt. Das heißt, es werden irgendwelche Bereiche abgeaimt. Es wird sich nicht bewegt. Und natürlich in Verbindung mit dieser niedrigen TTK durch Spezialmuni etc. Du wirst bestraft. Wenn du movest, wirst du einfach bestraft. Und das ist etwas, was mich ehrlicherweise komplett abschreckt, weil du überhaupt keine Chance hast, dann zu reagieren. Du hast oftmals keine Chance, die Gegner zu finden, weil immer die Konterdrohne am Himmel ist. Das heißt, dein Radar ist sowieso schon mal komplett weg. Dann, wenn sich die Gegner nicht bewegen, hörst du sie nicht. Plus, du siehst sie nicht, wenn sie schießen. Also, außer du nimmst natürlich das Perk mit, ist klar. Verstehe ich nicht. Also, das ist ganz, ganz klar, dass da eine gewisse Spielerschaft halt einfach geschützt werden soll. Und da kann ich absolut nicht d'accord gehen. Das Gleiche bezieht sich auf, ja, es war unter anderem der Modus Domination mit drin, beziehungsweise Conquest meine ich natürlich, nicht Domination, Conquest. Also, wo ihr Flaggenbereiche einholen müsst, oder es gab so einen Portalen-Modus, wo eine gewisse Zone verteidigt werden muss, die ihr dann begleiten könnt. Ja, beide Zonen sind natürlich mega, mega klein. Ja, was passiert? Es ist logisch, da hockt einer auf der Zone, ihr seht es, ihr böllert eine Molotov oder Nade auf die Zone und wisst, ihr trefft und der Gegner ist weg. Also wie soll man hier auch mal objective bezogen spielen können? War wirklich ein Thema, was mich absolut gestört hat und ja, verstehe ich nicht. Warum kann man nicht die Zonen einfach ein bisschen größer machen und dann auch nicht komplett offen, dass ihr aus 4 verschiedenen Richtungen angeschossen werdet? Man wird auch sehr oft aus Richtungen angeschossen, die man nicht versteht. Mein Punkt 6 hängt hier mit den Spawns zusammen. Die sind auch gefühlt komplett random.
man kann sich gar nicht drauf einstellen. Ab und zu spawnt ihr, gerade auf der Hotel Map war das exemplarisch, ihr spawnt einfach mitten im Gegnerteam rein und werdet dann schon weggefarmt und ihr könnt nichts machen, weil euch die Spawns halt irgendwo hinkicken. Also absolute Lostheit. Das ist, weiß ich nicht, das hat gar nicht funktioniert. Plus wie immer in jeder Beta, man konnte das FOV nicht einstellen, wo ich mich auch frage, Leute, warum? Also macht es doch für die Beta auch schon mal ready und für die Alpha. Wo ist denn das Problem? Warum müssen jetzt die PlayStation-Spieler, wenn es doch eh in Vorbereitung ist, jetzt hier mit dem Standard-FOV spielen, wo du gefühlt permanent gegen die Wand läufst, weil du halt 5 cm vorm Bildschirm hockst. Raff ich nicht. Also könnte man auch mal was machen. Zusätzlich habt ihr jetzt so ein Delay mit dabei, das heißt, ihr sterbt und spawnt neu, dann wird so in die Karte reingezoomt, wo man dann auch nochmal schön das Gegnerteam sieht und natürlich auch dein Team, da auch immer mitdenken. Wir sehen so nochmal beim Reinzoomen, wo die Gegner sind. Finde ich auch schwierig, muss auch nicht sein. Soundsystem brauchen wir sowieso überhaupt nicht drüber reden, weil das ist absolute Grütze, man hört gar nichts. Also Waffen hören sich scheiße an, Schießen hört sich scheiße an, du hörst keine Steps, also gar nicht. Ich bin ja kein Freund davon, dass man Steps komplett hört, also dass einer von 15 Kilometer Entfernung angestapft kommt und du hörst ihn schon, weil das würde auch wieder nur die Camper unterstützen, aber du hörst teilweise einfach gar nichts. Null, nada, gar nichts. Und die Steps von deinen Mates sind lauter als die vom Gegner. Also kann nicht sein, darf nicht sein. 9. Punkt, Zerstörungen. Große Werbung. Leute, ein paar Holzplanken zerschießen zu können, das hat nichts mit Zerstörungsgrad, Map-Veränderung, whatever zu tun. Das ist doch lächerlich. Also, weiß ich nicht, ich habe erst heute wieder Battlefield 4 Gameplay gesehen, da müsst ihr euch da mal reinziehen, was in so einem uralten Spiel, Levolution, Zerstörungsgrad, was da schon ging. Also, kann nicht der Ernst sein oder beziehungsweise das dann so dick zu bewerben. Aber gut, anyway. Dafür kann man ja Battlefield spielen, wenn man das unbedingt will. Aber fand ich ein bisschen komisch. Und jetzt müssen wir im letzten und 10. Punkt nochmal über SBMM sprechen. Und damit zusammenhängt die Lobbysuche. Ich habe teilweise 20 Sekunden bis zu einer halben Minute gewartet, bis die Lobbys dann mal gematcht waren. Ja. Mit Pings von 50 plus wurde mir angezeigt. Und in der Lobby waren aber Leute drin, wo ich sage, die hatten einen 200er Ping. Weil das kann gar nicht sein, so wie die geleckt, geruckelt, irgendwas haben, ja, geschwitzt des Todes, also ganz klar, SBMM in der Beta auch schon drin, wird im Main Game auch drin sein, plus, wir haben ja vorher drüber gesprochen, TTK schwierig, Spezialmuni ist drin, Camper Support, plus diesem ekelhaften Netcode, das heißt, bei diesen High-Pingern bringt ihr gar keine Kugel mehr reingefüllt, könnt ihr vergessen, könnt ihr einfach vergessen und das hat so wenig Spaß gemacht, also wo ich wirklich gesagt habe, so, boah, gar keinen Bock. Habe ich so oft das Spiel auch zugemacht und dann, ja, okay, später dann wieder, ja, gibt's nochmal eine Chance oder so, aber hätte ich komplett abkotzen können. Und damit kommen wir auch zum Fazit. Würde ich in der aktuellen Version Call of Duty Vanguard empfehlen? Ganz klar, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Braucht ihr nicht vorbestellen. Schaut euch gerne nochmal die Beta an, die jetzt am kommenden Wochenende für alle zugänglich ist. Macht euch da euer eigenes Bild. Könnt mir auch gerne an der Stelle mal in die Kommentare packen, mit welchen Punkten ihr ja so einverstanden seid. Vielleicht seht ihr das eine oder andere anders, habt es vielleicht auch schon gesehen oder selber gespielt. Schreibt mir das an der Stelle gerne in die Kommentare. Lasst uns da einfach ein bisschen diskutieren. Aber ich sag, da müsste sich noch wirklich einiges ändern, dass ich für dieses Spiel eine Langzeitmotivation bekommen würde. So wie es jetzt ist, ganz ehrlich, spiele ich das keine 2 Wochen nach Release und das war's. That's it. Und that's it auch mit dem heutigen Video oder für heute mit diesem Video. Ich bin raus und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Alle erforderlichen Links findet ihr hier in der Videobeschreibung. Würde mich auch noch über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr vielleicht auch noch mehr sehen wollt. Bis dahin, haltet die Ohren steif und macht es gut. Euer A-Team.